Wir stehen auf dem Arrera Camper Mazarrón in Spanien. Und etwas mehr als eine Woche sind wir jetzt hier schon auf diesem Platz. Und heute möchte ich berichten über die Geschichte Solar. Aber nicht über meine Solaranlage, sondern über die Solargeschichte bei Horst. Das möchte ich euch mal zeigen, was Horst sich da so alles zusammengebastelt hat. Herzlich willkommen zu meiner Reportage. Jetzt bin ich auf dem Platz hier bei Horst und wie man unschwer erkennen kann, hat er ein Solarfeld aufgestellt und hat auch noch ein anderes Teil da stehen. Das wollen wir uns gleich mal genauer anschauen und da wird Horst uns was zu erklären oder sagen, um was es sich da handelt. Ja, dann wollen wir mal den Horst begrüßen. Hallo Horst. Hallo. Hallo, muss vielleicht kurz sagen, wir kennen uns schon sehr lange, habe ich in anderen Videos auch schon erklärt, dass wir uns fast 50 Jahre kennen oder 50 Jahre sogar kennen und wir uns hier auf diesem Campingplatz Arrera Camper Mazarrón getroffen haben. Nicht ganz zufällig, aber so mehr oder weniger zufällig. Wir waren etwas eher da. Genau, und du hast dafür gesorgt, dass wir auch noch einen Platz bekommen. Aber darum geht es heute nicht, sondern es geht heute um Solartechnik und es gibt da, ich sehe da so ein Teil, da willst du uns was zu erzählen. Ja, was möglich ist, gerade was Solar anbelangt. Wie du vielleicht vorne gesehen hast, habe ich da eine Platte und ich habe ja auch auf dem Dach 3 Platten drauf mit insgesamt 450 Watt und beziehungsweise da vorne nochmal einen 100er. Ja. Ne, aber wenn man dann Kaffeemaschine, Wasserkocher, Backofen, alles so anmacht, dann stößt man schon an seine Grenzen. Also ich wollte nur eins sagen, wir haben hier Strom. Ja. Wir könnten das nicht, das ist mehr oder weniger ein Feldversuch. Und jetzt mal zu dieser anderen Geschichte, die ihr hier noch habt, die ist unabhängig von der Geschichte. Das ist meine sogenannte Notstromversorgung, wenn man so will. Ne? Okay. Man muss dazu sagen, die habe ich gekauft, eigentlich für zu Hause. In den letzten, beziehungsweise in der letzten Zeit war ja auch in Deutschland oft irgendwelche Katastrophen, wo Hochwasser war und so weiter. Und dann ist oft der Strom ausgefallen, Gas und beziehungsweise Öl war noch vorhanden. Und, aber der Strom war weg, somit lief die Heizung überhaupt nicht mehr. Warmwasserheizung war nicht vorhanden. Da habe ich mir so ein Teil gekauft, vielleicht kann man das nochmal sehen. Ja, da müssen wir gleich mal Ja. ein klein bisschen näher ran. Und zwar ist das ein Stromaggregat, beziehungsweise ein Wandler drin mit einer Lithiumzelle und ein Anschluss für Solar. Da ist auch extra so ein kleines Klappsolar dabei. Und die hat eine Leistung von 500 Watt. Ich habe jetzt zum Beispiel die beiden Fahrräder dran zum Aufladen. Und mein Laptop und das Notebook, da hat 3 USB-Anschlüsse, aber da können wir ja gleich nochmal zeigen. Ja, genau. Und ich habe das einfach mal mitgenommen, um mal so zu testen. ja, zu testen jetzt hier im Urlaub, ob das auch eventuell campingtauglich ist, das Ganze. Ne? Ja. Naja, Okay. So, wir sind jetzt mal aufgestanden, um das Ganze ein bisschen besser zu zeigen und damit ihr das auch besser erkennen könnt, das Ganze. Ja, Horst, erzähl, um was für ein Gerät handelt es sich? Ja, also dieses Gerät beinhaltet erstmal einen Lithium-Akku, welcher eine Kapazität von 500 Watt hat und beziehungsweise der Akku nicht unbedingt, aber hier der Generator, der 220 Volt Generator, der da drin ist, der Wandler. So. Dann hat er zusätzlich noch die Ausgänge hier für USB, dann die Ausgänge für 12 Volt und das ist der Eingang für meine Solarplatte, die ich hier einfach so eine Klappplatte, die ich einfach so aufstellen kann. Entschuldige, die gehört dazu. Das ist ein... Man kann das auch einzeln kaufen und so. Übrigens gibt es das auch von anderen Herstellern. Wir wollen jetzt hier nicht jetzt unbedingt das ist jetzt Jackery, aber das gibt es im Internet und so von vielen Herstellern. Ne? Dann hat er hier eine Anzeige, wie viel Watt gerade von der Solarplatte reinkommt. Die Platte hat selber eine Nennleistung von 100 Watt. Und ich entnehme jetzt zurzeit mit den beiden Fahrrädern diese beiden Ladeteile, etwa 387 Watt. Jetzt hängt allerdings noch mein Notebook dran und das Handy hängt noch dran, aber das ist ja nicht so gravierend dann selbst. Ne? Und es ist schon erstmal völlig unabhängig. Vielleicht wäre das auch nochmal was für jemanden, der so einen kleinen VW-Bus, sag ich mal, in ein Kleinfahrzeug und hat kein Solar auf dem Dach. Könnte es einfach irgendwo hinstellen, bups, hätte er sein Notebook und so weiter, alles im Betrieb. Ne? Ja. Aber
ich sag's, ich bin normalerweise an meiner großen Anlage, also mit der großen Anlage sehr zufrieden und komme da auch mit aus. Dieses ist quasi für mich so ein kleines Experiment. Ja. Ne? Und wenn es mal knapp wird oder die ausfällt, habe ich auch noch einen Ersatz. Ich werde den also nicht immer ständig mitnehmen. Das ist jetzt mal so die Sache. Ne? Mhm. Okay, aber da hat man jetzt dieses eine Solarfeld dabei. Könnte man jetzt auch noch ein weiteres anschließen? Es ist so nicht vorgesehen, aber theoretisch müsste das möglich sein. Ne? Ja. Man kann allerdings den nicht mit noch einer wesentlich höheren Leistung aufladen. Es gibt ja auch, das ist im Lieferumfang übrigens hier von dem dabei, ein normales Netzteil für die Steckdose. Ja. Ne? Also das geht nicht. Was noch geht, ich kann den hier komplett rausziehen und kann den bei mir, ich kann das mal zeigen, dann da hinten an meinem Solarfeld noch parallel dazuschalten. Und dann habe ich die komplette Leistung zu der Platte noch die 100 Watt auch noch dazu. Für dein Mobil, was du dann in deinem Genau, ganz genau. Angenommen, ich hätte den nicht mit, hätte nur die Platte mit. Ja. Und ich überlege schon, ob ich mir von der noch eine zulegen werde, denn dieses andere ist doch schon sehr sperrig und ist mir auch ein Malheur passiert unterwegs. Ist die Glasplatte, die davor kaputt gegangen. Ja. Die sitzen zwar noch so aneinander, aber das ist eine Frage der Zeit, wann das wie Sikurit in 1000 Teile zersplittert. Sie funktioniert noch, hat aber nicht die volle Leistung mehr im Moment. Und diese, hattest du das schon gesagt, diese Platte, was für eine Leistung hat diese? Diese hat 100 Nennleistung und die andere auch, die ich da habe. Ach so. Ja, okay. Und diese ist ja portabel, das heißt, die kann man gut zusammenklappen. Ja, ich kann das also gleich mal zeigen. Ja, müssen wir gleich nochmal die Kamera umstellen und dann zeigen wir das nochmal. Okay, soweit. Dann jetzt nochmal vielleicht weitere Details zu diesem Gerät. Also der hat einmal die Input-Möglichkeit über das Solarfeld, dann kann ich, hast du gesagt, kann ich laden mit 230 Volt, kann ich das Ganze laden. Ich kann 230 Volt abnehmen. Mhm. Ne, da ist es gleichzeitig ein Sinus, ein Wandler drin. Also ein 230 Sinus kommt da raus. Und dann habe ich 3 USB-Anschlüsse. Richtig. Ja. Und nochmal. Dann sehe ich da noch 12 Volt. Ja, 12 Volt Ausgang noch. Hat er auch nochmal 12 Volt. Dann hat er noch eine Taschenlampe, aber ich glaube, das können wir vernachlässigen. Okay, ja. Nee, gut, okay. Und das Gerät hat wie viel Ampere, oder das ist ja eine Lithium-Batterie drin? Ja, aber kein Li-Fi-Po, sondern normale Lithium-Akku ist da drin. Warum, weiß ich nicht. Kommt, glaube ich, das ganze Teil aus Amerika. Ja. Und warum die das jetzt nicht die allerneueste Technik gemacht haben, ist mir ein Rätsel, aber es funktioniert astrein. Ne? Das muss man dabei sagen. Ja, aber jetzt hast du uns noch nicht gesagt, wie viel Leistung der hat. 500 Watt. 500 Watt. Ja, also ich kann jetzt nicht meine Herdplatte da anschließen oder sonst was. Nee. Das wird ja auch immer angezeigt. Die Entnahme ist jetzt 380 Watt über den Daumen. Ja. Ich könnte dann nicht über 500 Watt gehen, dann würde der einfach abschalten. Ja, rein theoretisch, ich sag mal so ein Beispiel, wenn du das Ding mit in den Fahrradkorb legst und fährst mit dem Fahrrad los und fährst 50 Kilometer und deine Akkus sind leer, könntest du das Gerät einschalten und deine Akkus vom Fahrrad wieder mit nach. Das ist ein bisschen umständlich, aber, aber würde theoretisch, ich könnte mich auch damit am Strand setzen und meinen Laptop rauskramen und das würde auch gehen. Es gibt die Dinger auch stärker, 1000 Watt und noch stärker, bloß dann wären das ja dementsprechende Koffer. Dieses lässt sich noch gut handeln. Ja. Nicht? Und auch das andere zeigen wir ja gleich nochmal. Ja, okay. Ja, dann können wir jetzt nochmal zur Platte gehen und zeigen nochmal die Platte. Das machen wir. Ja, jetzt stehen wir hier vor diesem Solarfeld. Das ist ein zusammenklappbares Solarfeld mit einem Kabel. Ja, das ist ungefähr 2-3 Meter lang. Ja. Nicht länger. Gibt es aber Verlängerungen dazu. Ja. Kann man auch als Zubehör kaufen. Mhm. So, jetzt kann man die ganze Geschichte so, ist mit Magnet hier so zusammenklappen. Mhm. Auf der Seite ist eine Tasche. Ja. Da kann ich das alles unterbringen. Was noch dabei ist, angenommen ich hätte den Generator nicht, ich kann, hier ist ein Feld drin, auch hier USB reinstecken. Also angenommen ich hätte ein Handy oder so am Strand und habe nur dieses Teil mit. Dann könnte ich damit auch arbeiten. So. Also ich brauche nicht unbedingt den Generator mit. Hier hast du direkt USB-Anschluss. Ganz genau, ja. USB-Anschluss und könntest hier was abnehmen. Ja, einmal diesen normalen USB-Stecker A, glaube ich, heißt ja. Und das ist ja der große USB-Stecker. Da kommen dann 5 Volt raus, steht auch drauf. 2,4 Ampere haben die. Ja. Die Ausgänge, das sind Ausgänge dann, die direkt von der Platte. Direkt, also von der Platte. Ich könnte das Handy hier reinlegen, zumachen den Reißverschluss
und aufmachen und dann würde mein Handy wieder geladen. Das Ja. ist, nur wenn ich das andere jetzt nicht mitnehmen wollte. Ja, genau. Als zweites kann ich ja noch mal was zeigen, aber das ist jetzt nur mehr oder weniger meine Erfindung, andersrum. Oh, jetzt kommen gerade Wolken. Hoffentlich bleibt die Sonne, damit wir noch ein bisschen zeigen. So. Ja. Ich gehe Ach so, mal auf die ja. Seite. Ja, gerne. Hier kannst du mal sehen. Das ist also die Anzeige Ja, für diese Platte. ja. Und das habe ich deswegen gemacht, damit ich die ausrichten kann auf optimal. Und je mehr die mir anzeigt, Umso mehr kommt optimaler rein, ist ja. das. Jetzt habe ich hier einen zweiten Stecker dran. Ja. Kann ich ja mal zeigen. Kann den dann zu dieser Platte parallel schalten. Ja. Und dann würde sich das, erhöht sich. addieren. Ja, ne? genau. Dann speist du das in deine Lithiumbatterien im Wohnmobil ein. Ja, das geht ein Kabel dann dahin zu den anderen. Ja. Ist auch noch zusätzlich zu dem auf dem Dach geschaltet. Ja, okay, wunderbar. Ja. Aber das hat jetzt mit der Sache, nur weil das da gerade war, habe Ja. ich das jetzt mit ausgenutzt. Wie du vorhin schon gesagt hast, das Ganze lässt sich leichter transportieren, als jetzt, wenn du diese als große, jetzt so ein große Ding, Platte. Und bringt letztendlich genauso viel wie diese. Etwas mehr jetzt. So. Ja, aber nur im Moment, weil dieses jetzt, wenn man nachher mal, kannst nachher mal eine Nahaufnahme machen, das Ding ist komplett gesplittert Ja. und ist nicht mehr glasklar wie sonst die anderen Zellen. Okay. Ne? Okay. Musst du noch was dazu sagen? Ja, vielleicht wolltest du noch wissen, was das kostet. Ah ja, das ist ja mal, das ist immer noch ein ganz wichtiger Punkt. Ja. Also im Internet schwankt das ja auch mit den Preisen. Dieses liegt bei knapp 280 Euro. Also nur dieses Solarfeld. Das Solarfeld, und die werden zwischen 550, also dieser Generator, den ich jetzt habe, Ja. gehandelt, für 550 bis 580 Euro. Also insgesamt, wenn man beides zusammennimmt, 800 Euro etwa. Ne? Die Solarplatte kann man vielleicht auch irgendwo anders kriegen, aber Ja. dann ist der Stecker wieder anders und so Ja, weiter. ja, ja. Dies ist natürlich eine sehr, sehr gute Qualität, auch mit den neuen Zellen schon. Ach so. Das muss man dabei sagen. Und wenn man eine Alternativen nimmt, die vielleicht optisch auch so aussehen, aber nicht diese Leistung dann haben. Ja. Und, Okay. noch mal Ja. ganz kurz. Die Fahrräder, wenn sie komplett leer sind, weil die Frage wird mit Sicherheit kommen, Wenn du deine werde ich E-Bike- nicht mit dem komplett aufladen können. Nee. Meistens sind ja Fahrräder bis zur Hälfte, dann werden sie wieder geladen oder noch ein bisschen wie. Das klappt. Ja. Nur wenn beide komplett leer wären, dann Ja. würde ich das nicht schaffen, ohne den jetzt, wenn angenommen nur der Generator da stehen würde. Bei 500 Watt ist das nicht möglich. Ja. Nur eine, wie gesagt, Auffrisch, das hat schon geklappt, schon geschafft. Ja. Und gegen Mittag waren die Räder voll. Ja. Und dann brauchte nur noch er Ja. wieder weitermachen. Ja. Okay, nochmal Dankeschön. Jo, bitteschön. Und ich sage auch an euch Dankeschön fürs Zuschauen und bye bye, bis zum nächsten Mal. Genau.